Hallo und herzlich willkommen hier bei TQ. Wir tauschen heute mal die Ski gegen das Fahrrad und schauen uns an, wie so ein E-Bike-System aufgebaut ist. Hi, ich bin die Katha, ich bin heute zu Gast bei TQ und da das Wetter heute schlecht ist, testen wir heute hier drin die E-Bikes und der Andi erklärt uns, wie das funktioniert. Andi, was ist deine Aufgabe bei TQ? Was machst du den ganzen Tag so? Also meine Aufgaben sind sehr vielfältig. Ich bin in der Entwicklung tätig in Inning, also Entwicklung E-Bike-Antriebe. Ich mache Versuche, ich baue Antriebe auf, ich baue Antriebe auseinander. Ich kümmere mich viel um die Testbikes, die wir haben. Und man kann sagen, dass ich zu einem Drittel meiner Arbeitszeit mittlerweile innerhalb der Woche auf dem Fahrrad sitze, um Testfahrten zu machen. Cool, also alles, was du entwickelst, kannst du dann direkt ausprobieren und draußen auch testen. Genau, das ist eigentlich das Ziel, dass wir die Verbesserungen, die wir mal in einer Woche, mal in 2 Wochen, gerade was die Fahrdynamik und die Software betrifft, dass wir das auch zeitnah testen. Was ist deine persönliche Beziehung zum Radfahren oder speziell E-Bike-Fahren? Also meine persönliche Beziehung zum Radfahren ist, dass ich sehr, sehr viele Jahre leistungssportmäßig Mountainbike-Rennen gefahren bin und die Firma bzw. E-Bike-Motorenentwicklung als Chance gesehen habe, Hobby und Beruf zu vereinen. Andi, was machen wir genau? Was testen wir heute hier? Wie du ja schon gesagt hast, haben wir ja auch schlechtes Wetter. Wir können nicht nur draußen testen. Dafür haben wir Prüfstände für Fahrräder, die wir nutzen können als Werkzeug, um Strecken, die wir selber aufgezeichnet haben oder Strecken, die es schon gibt, nachzufahren und dadurch einige Tests zu machen. Reichweitentests, Geräuschetests, Temperaturtests, neue Software austesten. Das muss man sich eigentlich so vorstellen, du als Leistungssportler versuchst ja auch immer, deine Leistung durch irgendwelche Reize oder Änderungen zu verbessern. Und bei uns sind Reize Elektroniksoftware zum Beispiel. Und dadurch versuchen wir natürlich, unsere Systeme auch zu verbessern. Also wir fahren eine Runde um den Ammersee, die wir aufgezeichnet haben, nach, wie man sehen kann. Unten sieht man das Höhenprofil. Und heute speziell bei dem Test geht es um einen Reichweitentest. Wir haben Kilometer, wir haben Höhenmeter und haben natürlich am Ende genau, wie viel Prozent von unserem Akku haben wir noch übrig. Und wenn wir eine neue Software testen, sehen wir, haben wir eine Verbesserung dadurch erfahren oder nicht. Andi, was kann man denn sonst noch so testen? Also außer unserem Test, den wir hier auf Fahrrädern machen, haben wir natürlich Prüfstände, wo wir unsere Motoren Langzeittests unterziehen. Standfestigkeit von Bauteilen, Toleranzen rauszufinden, die haben wir in der Entwicklung. Und dann gibt es natürlich noch den ganz wichtigen Prüfstand, der in der Produktion steht, wo die Antriebe, wenn sie zusammengebaut worden sind, auf alle möglichen Sachen getestet werden, bevor sie zum Kunde rausgehen. Und wird bei euch jeder Motor getestet, bevor er rausgeht? Genau, also in der Produktion ist es so, jeder Motor geht über diesen EOL, also End-of-Line-Test, wo mechanisch und elektrisch alle Sachen abgetestet werden, bevor er zum Kunde geht. Und nur mit Pass darf der das Werk verlassen. Vielen Dank, dass du mir das heute alles erklärt hast. Ja, bitte, bitte. Und ich hoffe, du hast einen kleinen Einblick in unsere Arbeit bekommen, wie umfangreich das tatsächlich ist, ein Bike auf den Weg zu bringen. Und ich denke, wir treffen uns vielleicht draußen im Gelände mal beim richtigen Radfahren. Ja, wie solche E-Bikes draußen getestet werden, das erklärt euch der Felix zusammen mit dem Karl.